Darüber wollen wir weiter sprechen. Bei uns im Studio der Weltkolumnist Harald Martenstein. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, wir haben es schon gehört, die SPD sieht kein bisschen Notwendigkeit zur Kurskorrektur. Sie macht stattdessen weiter, wie sie aufgehört hat, und zwar mit Beschimpfungen der AfD. Wird sie sich so weiter selbst zerlegen? Also das ist wirklich aussichtslos, die AfD als Nazis zu beschimpfen, wie das ja jetzt wieder mit Frau Weidel passiert ist, kurz nach der Wahl, hat schon ungefähr 1000 Mal nichts gebracht. Es wird beim 1001. Mal auch nichts bringen. Die AfD wird ja von den Leuten nicht gewählt, weil sie diese Partei sexy finden. Sie wird auch nicht gewählt, weil sie deren Spitzenpersonal so überzeugend finden. Sie wird deswegen gewählt, weil die Leute Sorgen haben und Ängste haben, die nachvollziehbar sind, die berechtigt sind und bei denen sie das Gefühl haben, die AfD hört uns zu und nimmt das ernst, während die SPD es nicht ernst nimmt. Und so tut, als gäbe es diese Probleme gar nicht. Ich rede hier von der Angst vor Islamismus, ich rede von der Angst vor steigender Kriminalität, ich rede von versagenden, zusammenbrechenden Schulen, das Thema hatten wir ja gerade, und natürlich auch der Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, dadurch, dass die deutsche Wirtschaft einfach nicht mehr in Tritt kommt. Das sind alles gigantische Probleme, die beherztes Regieren und Reagieren erfordern würden. Und davon ist bei der SPD nichts zu sehen. Ist natürlich die Frage nach dem Warum. Und die SPD macht ja nicht für irgendwas, haben wir auch vor der Europawahl gesehen, Wahlkampf, sondern einfach nur gegen etwas. Eben, wie gesagt, die AfD sind Nazis. Nur das reicht nicht. Das merkte man dann auch am Wahlergebnis. Stattdessen könnte man ja andere Themen aufgreifen und sie aktiv angehen. Aber genau das passiert nicht. Also läuft nicht der Wähler der SPD davon, sondern die SPD ihrem Wähler. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist die SPD, die die Wähler verlässt und nicht die Wähler die SPD. Und das ist eine wirklich interessante Frage. Es hängt ein bisschen mit Ideologie zusammen und ein bisschen mit Psychologie. Also manche Menschen weigern sich, der Realität ins Auge zu schauen. Das gibt es ja auch im privaten Bereich manchmal, dass man gigantischen Selbsttäuschungen erliegt. Aber die Ideologie zum Beispiel kann es nicht alleine sein, denn es gibt ja eine linke Partei, die von Sarah Wagenknecht, die einen, würde ich sagen, genaueren Blick auf die Realitäten hat. Zumindest was die Migrationspolitik angeht. Da sieht sie schon, wo die Leute Sorgen haben und wo es schief läuft. Aber was bei dieser Wahl ja einer der überraschendsten Faktoren war, dass Frauen und Jungwähler plötzlich in viel stärkerem Maß AfD gewählt haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich meine, die SPD hat sich so viel Mühe gegeben, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen und dann das. Da muss man sagen, Undank ist der Weltlohn. Vielleicht spielt aber auch das Personal dabei eine Rolle. Olaf Scholz, der Kanzler, extrem niedrige Beliebtheitswerte, der unbeliebteste Kanzler ever, glaube ich. Hier sehen wir, oder haben wir gerade parallel gesehen, Saskia Esken, die Co-Parteichefin, und Lars Klingbeil, die sind auch nicht unbedingt beliebt und stehen jetzt irgendwie für Neuanfang. Siehst du denn umgekehrt irgendwelche Personen in dieser Partei, die dir Hoffnung machen und von denen du denkst, okay, die könnten so ein bisschen Turnaround schaffen? Na, da fällt natürlich allen als erster Pistorius ein, das ist klar. Das ist, soweit ich das überblicken kann, auch der einzige Hoffnungsträger, der im Moment verfügbar wäre. Aber mit der SPD und dem Spitzenpersonal ist das ja so eine Sache. Sie ist selten pfleglich mit ihren führenden Leuten umgegangen und sie hatte auch nicht immer einen sicheren Instinkt bei der Auswahl ihres Führungspersonals. Ich meine, an der Personalie Saskia Esken, die ja von der Basis gewählt wurde, sieht man ja, dass die SPD-Basis nicht immer, sagen wir mal, das glücklichste Händchen hat in solchen Prozessen. Also Frau Esken ist sicher von den Sozialdemokraten im Moment, die man so kennt, diejenige, die es mit der Wirklichkeitsverweigerung eindeutig am weitesten treibt. Und das konnte man neulich in der Talkshow besichtigen, die also meiner Ansicht nach Kabarettrang hatte. Also man kommt allmählich in die Position, dass man sich fragt, kann man das überhaupt noch ernst nehmen, was aus dieser Ecke kommt? Denn sie hat ja tatsächlich gesagt, die Inflation sei die Hauptursache für die schlechten Zahlen der SPD. Was mich gewundert hat, ist, dass sie nicht gesagt hat, es ist das Klima. Also die Leute wegen der Erwärmung wählen die jetzt plötzlich andere Parteien. Harald Martenstein, für einen Kolumnisten sind das natürlich die besten Vorlagen eigentlich, die man sich wünschen kann, wenn es nicht so ernst wäre und um unsere ganze Gesellschaft ging. Vielen Dank für die Analyse und den Besuch bei uns im Studio. Ich danke euch.